Vollhölzer mit Hinoki sind mittlerweile leider eher selten auf dem Markt. Umso interessanter dürfte das Septia Lead von Nitaku sein, das wir in diesem Video für euch getestet haben. Beim Septia Lead handelt es sich um ein 7-schichtiges, in Japan hergestelltes Vollholz mit Außenfurnieren aus Kiso Hinoki. Mit regulär knapp 70 € liegt es im mittleren Preissegment. Das Gewicht liegt bei etwa 80 Gramm. Optisch präsentiert sich das Septia Lead relativ schlicht. Sensorisch zeigt sich der Griff am unteren Ende etwas scharfkantig und liegt damit leider nicht ganz so gut in der Hand. Im DOTS-Test stellt sich das Teil bei langsamen Schlägen als überraschend langsam bzw. dämpfend heraus. Bei stärkeren Schlägen setzt aber eine spürbare Dynamik ein, sodass eine Einstufung als Off- sicherlich passend ist. Im Moment des Balltreffpunktes, den wir als durchaus soft einschätzen würden, gibt es nur eine sehr leichte Vibration als Rückmeldung. Im frontalen Spiel erzeugt das Septia Lead einen eher hohen, relativ katapultigen Ballabsprung. Hier muss man aufpassen, dass der Ball dadurch nicht über den Tisch hinaussteigt. Außerdem sind frontale Schläge dadurch etwas ungenau bzw. leicht schwammig. Dennoch fanden wir den hohen Ballabsprung beim Blockspiel durchaus angenehm. Seine große Stärke zeigt das Septia Lead hingegen im tangentialen Spiel, wo der softe Touch eine gefühlvolle Ballrückmeldung erzeugt und zugleich die Rotationsentwicklung unterstützt. Hierbei hat uns das Holz gerade durch seine lange Ballkontaktzeit und damit natürlich seine hohen Kontrollwerte überzeugt. Abstriche muss man allerdings beim Nachgehen machen. Harten Schüssen fehlt es nämlich etwas an Durchschlagskraft. Erwähnenswert ist auch, dass das Septia Lead genug Tempo und Dynamik für die Halbdistanz liefert, auf der anderen Seite aber auch im Kurzspiel über dem Tisch kontrolliert bleibt. Die weiche tischnahe Öffnung auf Unterschnitt gelingt recht einfach und effektvoll, aber auch hier fehlt es eben etwas an Power und Durchschlagskraft, sodass man eher über Spin als über Tempo zum Punkt kommt. Unser Fazit fällt also wie folgt aus. Mit dem Septia Lead bekommt ihr ein relativ gutmütiges, auf ein gefühlvolles, spin-orientiertes Offensivspiel ausgelegtes Hinoki Vollholz. Wenn ihr viel Wert auf Rotation legt und ihr eher ein tangentiales Spiel aufziehen wollt, dann ist das Teil sicherlich einen Blick wert.